Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe so eine Idee und zwar möchte ich heute die Bildaufteilung wieder mit Klebeband machen. Ich werde das so ähnlich machen wollen wie das Bild da hinten. Ja, so genau weiß ich es noch nicht. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Also wir werden sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Wir starten erstmal mit der Kohle. Kreide wollte ich schon sagen, mit der Kohle. Und da kannst du einfach erstmal Linien ziehen, wie du möchtest. Mir ist heute einfach nur nach Streifen. Das ist mir heute irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen hoch und runter. Dann unterbreche ich auch meine gewohnte Linie gerade. Ich erstmal alles ins Laufen bringen und sprühe einfach ein bisschen Wasser drauf. Ja, und jetzt sehe ich schon, okay, das inspiriert mich. Ich sehe hier die Linien, die so schön verlaufen. Und wo es jetzt so schön läuft, kann ich doch. Wow. Das kann ich jetzt so verwischen und ich habe eine Idee. Moment. Mir ist gerade eingefallen, ich habe noch die Federn. Die habe ich früher ganz viel in der Marmorierung genommen. Und oh, okay, genießen wir. Einfach abtauchen. Das kann ich stundenlang jetzt machen. Den Pinsel wollte ich eigentlich nehmen, aber den brauche ich nicht. Also den lege ich jetzt wieder einfach zur Seite. Das Verwischen geht total schön und mit so einer Feder kann man ja auch malen. Und da nehme ich jetzt einfach mal schwarz dazu. Federleicht. Es ist federleicht, tolle Spuren. Und ja, mal wieder auf Spurensuche gehen oder einfach mal da weg von fliegen. Das hat gerade alles so für sich. Ja, mit so wenig kannst du so viel machen. Also ich finde es total schön hier, wie das hier aussieht. Aber was mache ich jetzt weiter? Also ich finde den Teil hier toll. Ich finde die Bildaufteilung ist ja so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Und das kann ich natürlich auch hochkant machen, drehen, einfach mal gucken, was mich hier so wieder anspricht. Ich kann mir auch vorstellen, hier diese Ecke noch andersfarbig zu gestalten. Ich mache erstmal mit Weiß weiter. Ich glaube, das ist ein guter weiterer Einstieg, sage ich mal. Ich bin ja in den Farben, die ich mir auch vorgestellt habe, und male da jetzt mal mit dem Pinsel ein bisschen Farbe drauf und schau mal, wie ich jetzt hier weitermache. Wow. Ja, das ist schön. Das ist Malerei. Sich so auf seine Intuition einlassen, gucken, was passiert. Einfach machen und ja, die Malerei genießen.
ja, vielleicht gehe ich weiter, probiere ein bisschen mit Schwarz. Guck mal. Irgendwie, damit die Federn mir hier nicht wegfliegen, habe ich so das Bedürfnis, hier doch noch so einen Rahmen reinzumalen. Probiere hier mal so langsam, arbeite mich langsam vorwärts. Aber ich denke, die Fläche müsste gerade sein und deshalb klebe ich mir das hier kurz ab. Das habe ich hier eh liegen. Jetzt kann ich mir auch den Farbton noch mal ein bisschen verwischen hier. Das kann nämlich ein bisschen heller, finde ich. Aber es sind auch so die Farben, die ich mir vorgestellt habe. Oh, voll der Fingerdruck von meinen Fingern. Die sind voller Farbe, ja. Aber was mache ich jetzt? Lasse ich es so? Fehlt mir noch irgendwas? Ich bin noch am Überlegen. Einmal für dich und einmal für das Bild. Spaß. Aber ich glaube, hier muss noch was Weißes hin. Noch ein weißer Klecks. Ja, das hat noch gefehlt. Das fehlte noch und vielleicht hier unten noch ein bisschen. Und dann kann ich es auch so lassen. Das gefällt mir. Ich mag ja, das Schwarz damit drin und diesen Übergang finde ich ganz schön. Die Linien finde ich toll. Ja, es gefällt mir ganz gut. Hier oben das und den Übergang nach da unten, das finde ich ganz schön. Ich musste erstmal von meinem Bild weggehen, weil ich da doch mich immer sehr hingezogen gefühlt habe und ich dachte schon, oh nee, jetzt geht da mal nicht nochmal rauf, lass das so. Und ja, dann muss man vielleicht manchmal auch einfach schnell weggehen, bevor man doch wieder daran weiterarbeitet. Also es war sehr, sehr schön, ein ganz toller Malprozess, hat ja mich sehr beflügelt. Ich glaube, es ist wichtig, dann seiner Intuition zu folgen und das zu tun, was einem dann in den Kopf kommt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste am Malen. Und dabei wünsche ich dir natürlich viel Spaß. Jetzt zeige ich dir noch mal ganz kurz einen Blick durchs Fenster. Ich habe nämlich endlich meine Blumentöpfe, bin total happy, weil die haben mir wirklich richtig gefehlt. Und ja, jetzt kann ich demnächst die auch noch mal wieder zurecht machen. Ach komm, einmal mal auf den Balkon und wieder zurück. Können wir auch noch gleich weitergehen. Und dann können wir noch mal kurz hier reinschauen. Hat sich nicht viel verändert, aber doch eigentlich schon mit ganz viel Leben mittlerweile. Und das ist ja das Schönste. Also danke fürs Zuschauen. Auf Seite 27 habe ich auch was zu der Technik Nass in Nass geschrieben. Da geht es zwar um die Spachteltechnik, aber das kannst du dir da trotzdem noch mal zu durchlesen. Ansonsten unter dem Video stehen die Materialien wie immer. Und ja, jetzt geht's los. Ran ans Malen, mach einfach und du siehst, folge deiner Intuition und umso schöner wird dann einfach auch die Malerei für dich. Also es geht immer um mehr als nur um Bilder zu malen, sondern um dich zu finden, um Energie aufzutanken und Neues zu entdecken. Also viel Spaß dabei. Hab einen ganz schönen Sonntag. Danke für all die Unterstützung, die ihr mir sendet. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen ganz tollen Sonntag. Mach's gut. Tschüss.